Lieben, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Mühlenabenteuer. Ich freue mich wie immer, dass ihr alle mit dabei seid. Heute, ihr wisst, ich habe es schon oft genug angekündigt, ist ein ganz besonderer Tag. Wir verabschieden uns heute von unserem blauen Kumpel und das Demontageteam, das ist schon angetreten. Ja, wie ihr seht, hier vollzählig neben mir angetreten das Kran-Demontageteam. Alle Spezialisten vom Fach. Wir wissen genau, was wir tun. Spaß beiseite. Rudi, wo geht der Kran hin? Ja, er geht nach Südthüringen. Wir haben ein ähnliches Projekt wie Hubi. Altes Fachwerkhaus, muss die obere Etage runter, neu aufgestockt werden, neues Dach drauf. Und über 2 Etagen alles mit der Hand hochzuheben, ist viel zu schwer. Und deswegen wollen wir uns Hubis Kran unter den Nagel reißen. Wie der ein oder andere vielleicht sieht, haben wir hier gestern schon ein bisschen hin und her geräumt. Noch steht er hier und ragt in den Himmel, in den schönen blauen Himmel. Glück beim Wetter haben wir auf jeden Fall. Aber auch wenn es ein bisschen traurig ist, wird das heute der letzte Tag sein. Und Niederhof, unser kleines Dorf, wird sein Wahrzeichen verlieren. Um ehrlich zu sein, haben wir natürlich schon wieder ein bisschen vorgearbeitet. Gestern haben wir hier mit dem Bagger schon angefangen, ein bisschen klar Schiff zu machen rund um den Kran, denn der hat ja ein Fahrwerk, wie ihr sehen könnt. Der Kran hat insgesamt 3 Räder. Eins fehlt lustigerweise noch. Das da, das müssen wir noch einbauen. Der Landmaschinenmechaniker meines Vertrauens, der hat uns den Reifen schon instand gesetzt. Das war ein bisschen tricky, weil das machen ja heute die Firmen auch äußerst ungern. Der hat nämlich hier noch so einen Sprengring. Deswegen war das nicht so ganz einfach, aber wie man leicht sehen kann, ohne das Rad würde es überhaupt gar nicht gehen. Und ja, hier steht auch noch so ein bisschen Geraffel rum, um das wir uns heute noch kümmern müssen, bevor wir hier zum Angriff übergehen können. Den Kran ja hier rausbekommen. Und hier ist ja die Deichsel. Aktuell ist es ein bisschen schwierig, an die Deichsel ranzukommen. Deswegen hat man gesagt, das hier muss noch weg. Im Zug machen wir das hier weg. Hier vorne liegt noch ein Mühlstein. Und die Putzmaschine etc. wollen wir in dem Zug auch noch gleich mit wegbauen. Ziel für uns bei der ganzen Aktion ist es, hier so ein bisschen mehr Platz vorm Haus zu bekommen. Wie ihr wisst, wir sind ja mit der Baustelle schon recht weit fortgeschritten, zumindest was das Gebäude angeht, das Haupthaus angeht. Und ja, jetzt muss man natürlich auch sehen, dass das zum einen natürlich den Blick aufs Haus versperrt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dadurch, dass der Kran hier steht, komme ich auch nicht so richtig mit anderen Geräten an das Haus dran. Und ich habe hier natürlich auch immer ordentlich Probleme beim Mähen. Hier entsteht immer so eine kleine grüne Hölle, weil es natürlich unheimlich praktisch ist, all mögliches Material rund um den Kran zu lagern. Und deswegen auch, wenn der Abschied schwerfällt, habe ich gesagt, jetzt kommt mal ein harter Cut. Das heißt also, wir planieren hier vorne jetzt die ganze Fläche, um dann auch, hätte das ja eigentlich für dieses Jahr geplant, ist aber wahrscheinlich ein bisschen utopisch, im Anschluss dann mit dem Pflaster anfangen zu können und die Baustelle halt vom Haus immer ein bisschen weiter wegzuziehen, um, ja, wenn der dann aus der Haustür rauskommt und einfach auch mal sauberen Fußes, einen Fuß vor die Tür setzen zu können. Und das ist erstmal der Plan. Und wenn ihr uns ein bisschen die Daumen drückt, dann wird das sicherlich auch klappen. Wie ihr seht, wir haben hier gleich neue Kranfahrer in der Ausbildung. Das heißt, ich werde mich da jetzt erstmal ein bisschen von fernhalten. Und die Jungs, die sollen den Kran auch später bedienen können. Rudi möchte den Kran tüffen, streichen, technisch wieder fit machen. Und da wird er erstmal eine ganze Weile abgebaut sein. Deswegen können die Jungs jetzt hier beim Aufräumen noch gleich ein bisschen üben. Ich nehme die Palette dann, lege die dann schon mal dahin und dann packen wir das Backpack wieder drauf. Willst du auf die stoppen? Ja, klar. Ja, das Feinputz, den möchte ich gern. Das ist eigentlich ungefähr. Wenn er voll ist, 1,2 Tonnen. Okay. Halb voll. 800 Kilo, 700, 800 Kilo. Hannes, will ich mal hierher. Dann siehst du, ob der Lot recht drüber bist. Das macht der Kran schon automatisch beim Anheben. Ja, zieh
Zieh mal straff und dann ziehst du es. Halt. Da fehlt noch was. Das muss wieder auskommen, das muss einfach. So, und jetzt ziehst du es. Jetzt müsstest du noch mal hierher gehen und dann ziehst du es von hier. Und wenn er. Ach, passt. Ende. Siehst du? Siehst du, hat sich nicht bewegt. Und her. Ja. Zwei oder nur einer? Ja, zwei. Einer da, einer da. Achso, manche. Nee, Also zwei pro Seite meintest du? Nee. Nee. Und die wir nicht brauchen, die mache ich immer, die hänge ich gleich wieder ein, damit sie keiner von Schädel kriegt, weil das siehst du ja, die springen ganz schön da rum. So, dann lupf mal vorsichtig an. So, und Aufi. Aufi, Bulli. So, jetzt muss ich mich langsam entscheiden, wohin, ne? Da bleibt er liegen. Wir legen den hier oben auf den Steinhaufen drauf. Nee, brauchen wir nicht. Zieh ein bisschen die Katze ein oder ich schieb den gleich. Wir legen den hier hin. Da muss ich draufsetzen, dann macht der Ritt noch mehr Spaß. Sollen wir noch weiter? Ja, fahr noch ein bisschen auf und fahr noch ein bisschen runter. Alles klar, und runter. Dankeschön. Weiter. Oder noch weiter runter. So macht ist das Signal für ab und so ist das Signal für aus. Aber wenn ihr euch wundert, warum wir uns hier jetzt ein bisschen mehr Arbeit machen, es ist so, ihr seht, da ist die Deichsel von dem Kran und die Idee ist da eventuell mit dem Bagger anhängen zu können. Das heißt, dass man von der einen Seite mit dem Schlepper zieht und auf der anderen Seite mit dem Bagger schiebt und ja, da steht das ganze Geraffel hier noch im Weg. Deswegen machen wir die Putzmaschine weg, das Holzgestell weg und natürlich auch den Dampfer weg. Dann haben wir das schon mal von Füßen und dann ist da vorne noch ein Mühlstein und ein altes Big Bag. Das werde ich wahrscheinlich mit dem Bagger wegmachen. Und dann, natürlich nur, wenn ihr uns die Daumen drückt, und ich hoffe, das machen eine Menge von euch, werden wir zusammenklappen. Wenn dann alles gut geht, bocken wir ab und ziehen raus. Rudi, nur dass du mal von der Sache verstehst, der Holzspalter, wenn der auf dem Boden steht, komme ich mit meinem Dreipunkt nicht dran. Ich muss immer eine Palette oder sowas drunter stellen. Deswegen kommt mir dieses Betonklotz eigentlich ganz gelegen, weil der hält auf jeden Fall, siehst du, die Paletten gehen kaputt, ja, weil der Spalter so schwer ist. Der hält den Druck vom Spalter aus und ich kann locker mit einem Dreipunkt drunter. Also bringt die Höhe, die ich brauche. Ja. Von daher würde ich jetzt den Spalter so dahin stellen, dass ich da easy mit dem Schlepper dran kann. Das heißt, die Kugeln müssen, genau, die Kugeln müssen zu uns zeigen und so. So, Achtung, geht los.
Rudi, jetzt kommt der spannende Moment. Aufgeräumt haben wir so ziemlich alles. Vorderrad ist wieder eingebaut. Schweiß ist auf der Stirn, das ist immer ein guter Hinweis dafür, dass wir auch was getan haben. Deichsel ist ausgerichtet. Jetzt könnten wir eigentlich so weit gehen und ans Abbauen denken. Ne? Du gehst ans Abbauen, ich gehe in Deckung. Ich würde sagen, das ist eine faire Arbeitsteilung. So machen wir es. So Leute, also wir haben hier ordentlich Tabula Rasa geschaffen und ich bin schon wirklich gespannt, wie es aussieht, wenn der Kran weg ist. Wenn er runtergebaut ist, dann würden wir auf jeden Fall noch abbocken. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir die Deichsel, das Rad jetzt drin. Nochmal herzlichen Dank an Herbert, der uns das Rad gewechselt hat. Ich hätte es mir nicht zugetraut tatsächlich. Und ja, jetzt gibt es zwei Dinge, die beachtet werden müssen. Zum Abbauen muss ich jetzt erstmal die Katze in die richtige Position fahren. Dann gibt es hier diesen Umschalthebel. Mit dem Umschalthebel, den klinke ich hier aus, ziehe ihn hier rüber, klinken auf der Stufe ein. Dann wird hier diese Trommel ausgeklinkt. Das ist die Trommel, die den Kran, das Seil, was die Last hebt. Und dann wird eine Seilwinde eingeschaltet. Die sieht man von hier nicht, sondern hier von der anderen Seite. Das ist diese. Da ist ein bisschen dickeres Seil drauf. Das geht hier oben an diese ganzen Flaschenzüge. Und die Flaschenzüge, die sorgen dafür, dass der Kran in der richtigen Position runterkommt. Und damit sich der Mast auch schön ausklinken lässt, gibt es hier, ich hoffe man sieht es, da oben eine manuell zu betätigende Klinke. Die müssen wir dann nochmal klinken. So, jetzt Doppeldaumen drücken, dass bei der Aktion auch nichts schief geht. Es geht erst ab einer bestimmten Stufe, da müssen wir die Trommel ein bisschen drehen für. Ja. Okay. Und dann zieht man jetzt erstmal den Ausleger hoch, bis die hier lastfrei werden. Und dann werden die von hier umgehangen, hier oben in die Dinger. Du ziehst jetzt was hoch? Den Ausleger. Pass auf, geht jetzt los. Du ziehst die Flasche wieder hoch, meinst du? Nee. Du fährst den Ausleger zurück? Nee, was machst du jetzt genau? Also die werden jetzt locker, ne? Kann ich die Splinte hier rausmachen. Und dann werden die hier oben eingehangen. Aha. Also hier werden sie rausgemacht und hier. Hier oben wieder eingehängt. Ui, warte noch mal kurz. Du hast das jetzt erst umgestellt und dann hast du das hier, was genau hast du da locker gefahren? Mit welcher Funktion? Die ist locker jetzt hier, die Winde ist jetzt nicht mehr an. Also du hast die Flasche quasi... Und hier vorne ist noch eine zweite Seilwinde, die ist jetzt aktiv. Ja. Also du hast umgestellt und dann hast du quasi, wie als wenn du die Flasche senken würdest, gedrückt. Ja, das muss man ausprobieren. Ne? Ja. Und da werden diese Trossen locker. Genau. Und jetzt lasse ich hier vorne den Ausleger runter, mache es jetzt in die gegengesetzte Richtung. Du fährst den Ausleger vor. Nee, der kommt jetzt runter. Der Ausleger kommt jetzt runter. Ach, der ganze Arm kommt jetzt runter. Ja. Okay. Und die Trossen werden jetzt wieder Gespannt. Ja. Die spannen sich. Und wenn die jetzt Last bekommen, dann muss ich anfangen, das da oben auszuklinken. Da musst du dann diese Klinke ziehen. Damit der Arm sich dann lockert, genau. Der Auslegerarm neigt sich jetzt vorne runter. Okay, jetzt ist der oben nur an 2 Stellen gelagert. Und der Galgen, der hebt sich jetzt nach oben.
Okay. So lange, bis die Seile hier wieder gespannt sind. Jetzt brechen die Zug. So. Und jetzt fängt er an und knickt sich ein, ja? Sollte er sich jetzt einknicken, ja. Dafür muss Da er. musst du jetzt die Klinke ziehen. Genau. So ihr Lieben, es war wieder schön spannend, aber der Adler ist gelandet. Und ihr neuen Kranbesitzer, wie ist die Stimmung? Jetzt müssen wir das gleiche nur rückwärts nochmal machen zu Hause. Ja, das ist immer schön, das gibt so ein bisschen Kitzeln im Bauch. Aber da stehen ja junge Leute drauf, ne? So ihr Lieben, das war der erste Teil der Kranabbausaga. Aufgrund der Fülle des Videomaterials habe ich mich entschieden, es in 2 Teile zu teilen. Ich hoffe, ihr fandet es ein bisschen spannend und spannend geht es auch beim nächsten Mal weiter. Da zerren wir den Kran erstmal mit dem Bagger hier vom Platz, nehmen noch den Schlepper mit zur Hilfe und dann geht es mit vereinten Kräften hoch auf den Tieflader. Also ich will ja nicht spoilern, aber das war auf jeden Fall eine heftige Geschichte, die ich nicht so oft in meinem Leben brauche. Ich bin aber total froh, dass es bis hierher so gut geklappt hat, wie es weitergeht. Bleibt dran, beim nächsten Mal, nächsten Samstag. Ich freue mich auf euch. Macht's gut, ciao. Tschüss.